Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, wir sind immer noch in Athen. Heute Game 2 Panathinaikos gegen Maccabi Tel Aviv in den Euroleague Playoffs. Für diejenigen, die das Video zu Game 1 nicht gesehen haben, ist hier oben verlinkt. Schaut euch auf jeden Fall dieses Video zuerst an, denn ich glaube, dass heute Abend die Stimmung und das Spiel noch mal krasser werden als vorgestern. Panathinaikos liegt 0:1 zurück. Es war wirklich ein so bitteres Spiel, Leute. Kurz vor Ende des Spiels, 91:87. Kostas Sloukas, eigentlich einer der krassesten Point Guards, die wir in der Euroleague haben, verliert die Kontrolle und schmeißt den Ball weg. Leute, es war so bitter. Ihr hättet vor Ort sein müssen und die ganzen Gesichter sehen müssen. Die Griechen waren gebrochen, wirklich. Was sehr, sehr bitter ist, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Wade Baldwin ist fürs zweite Spiel leider nicht available. Er hat sich scheinbar verletzt, ich glaube, er hat irgendwas mit dem Oberschenkel. Wir sind übrigens gerade auf dem Weg zur Akropolis. Gestern im ersten Video wollten wir die Akropolis ja schon abchecken. Aber da war ich zu faul, jetzt diesen fetten Berg hier hochzulaufen. Wir müssen nämlich bis ganz nach oben. Und mir geht jetzt schon die Puste aus. Es ist so geil, wirklich. Es macht einfach so Bock hier in Griechenland. Man spürt einfach richtig, wie die Fans es hier leben. Ich blende euch jetzt mal hier ein Bild ein, was wirklich dieses Spiel 1 sehr gut widerspiegelt. Maccabi hat nämlich 19 Punkte nach Turnovern gescored und Panathinaikos nur 8. Turnover insgesamt gab es von Maccabi 6 und von Panathinaikos 12. Also Panathinaikos hatte wirklich viel zu viele Turnover. Offensive Rebounds hat Maccabi Tel Aviv 15 Stück abgegriffen und Panathinaikos nur 6. Speziell die Turnover und die Punkte, die dadurch entstanden sind für Maccabi, haben Panathinaikos natürlich mega wehgetan. Wenn Panathinaikos ein bisschen besser auf den Ball aufpasst, dann wäre das Spiel, glaube ich, auch anders ausgegangen. Und da gehen wir gleich auch noch hin, Leute, die Akropolis. Hier ist aber jetzt nur quasi so ein bisschen Fels. Aber ich bin sicher, Leute, man hat hier eine richtig geile Aussicht auf die Stadt. Gönnt euch mal, Leute. Athen, wirklich eine so riesige Stadt. Das ist echt verrückt. So, und als nächstes laufen wir jetzt da hoch. Ja, okay, Leute, das ist ja nicht mehr normal, was hier los ist, Alter. Digga, gönnt euch mal. Oh, Leute. Digga, das sieht echt so stramm aus. Leute, überlegt euch mal, wie schön und mächtig das früher mal ausgesehen hat. Und auch hier die Akropolis, Leute. Wow. Der Stein ist wahrscheinlich größer als ich. Ich würde jetzt mal so schätzen, ungefähr 2 Meter. Wie zum Geier ist der hier hochgekommen, Leute? Schaut mal an, das ist massiver Marmorstein, Digga. Sowohl die alten Ägypter und die alten Griechen, keine Ahnung, was die für Superkräfte hatten. Dieses schöne Häuschen hier, habe ich gerade gelesen, war früher das Haus eines Königs in Athen. Stellt euch vor, ihr wohnt hier ganz entspannt, auf chillig. Wisst ihr, ich habe in München für meine Wohnung 1000 Euro Miete bezahlt, 36 Quadratmeter. Was denkt ihr, hat der Kollege Miete bezahlt? Weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich höre die ganze Zeit diesen ganzen griechischen Leuten, die hier die Touren geben, trotzdem zu. Ich verstehe zwar nichts, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem so, als wäre ich ein bisschen educated. Ich mache es mir jetzt hier noch ein bisschen gemütlich und dann sehen wir uns nachher auf dem Weg zum Stadion. Peace. So Leute, ich esse jetzt noch hier eine Kleinigkeit und dann mache ich mich auch auf den Weg in die OAK Arena. Ihr könnt davon ausgehen, dass es heute noch mal krasser wird als vor 2 Tagen. Leute, ich bin gehypt. Wenn ich dran denke, bekomme ich Gänsehaut. Wir sehen uns gleich vor Ort an der Halle. Ich würde echt zu gerne auch mal bei einem Fußballgame hier sein. Ich glaube, das ist auch richtig geil. Vor allem sieht das Stadion auch wirklich heftig aus. Thank you very much. Okay. Ja, bye bye. So Leute, wir sind angekommen. Heute ist auch noch ein bisschen schöneres Wetter als gestern. Leute, wenn Panathinaikos heute nicht gewinnt, boah Leute, dann bin ich echt ein bisschen traurig. Ich bin extra nach Athen geflogen für 2 Spiele, weil ich einen Sieg hier sehen will, Leute. Ich will einen Sieg. Wir sehen uns gleich, wenn wir drin sind. So Leute, wir sind drin. Oh. No joke, wenn ihr mal hier wart oder hier seid. Es riecht hier so krass nach süßem Popcorn. Das ist echt verrückt. Ich hab's vermisst. Ich hab's vermisst. Es ist erst 2 Tage her, aber ich hab's vermisst, Leute. Leute, gönnt euch mal, wie cool. Hier gibt's einfach so eine Autorennbahn und so Pappdinger von den einzelnen Spielern. Leute, gönnt euch mal, wie geil ist es bitte? Ich und Kendrick Nunn, Bruder. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich das Ding nachher hochhalten werde. Unsere Plätze sind eigentlich wieder hier. Aber wir gehen safe wieder da runter. Aber bevor wir runtergehen, eine Sache, die ich ansprechen muss. Auf Social Media war ja jetzt viel Trubel über Ataman, wie er sich aufgeregt hat über die Schiedsrichterleistungen, dass Wade Baldwin bei dem Dreier richtig gefloppt hat, Vildosa auf der anderen Seite aber den Dreier nicht bekommen hat. Ich muss ehrlich sagen, die Refs waren ein bisschen rigged. Also, dass Vildosa da das N1 nicht bekommen hat, fand ich auch sehr komisch. Bei dem Foul von Kostas Antetokounmpo
kann man diskutieren. Aber dass man das so medial aufschreit, finde ich ein bisschen unnötig. Und dass Ataman gesagt hat im Interview, dass wenn sie nicht ins Final vorkommen, er nicht mehr Trainer sein wird von Panathinaikos nächste Saison, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ja, worüber wir auch sprechen müssen, sind die Turnover. Panathinaikos hatte 16 Stück an der Zahl. Das ist viel zu viel. 14 Punkte hat Panathinaikos hergeschenkt nach Turnovern. Und was man auch ganz klar sagen muss, Maccabi ist so unfassbar stark am offensiven Brett. Wie viele zweite Chancen Maccabi sich rausgespielt hat, ist echt unfassbar. Ich habe es heute, glaube ich, im Podcast gehört. 11 Punkte hat Maccabi Tel Aviv aus zweiten Chancen kreiert. Das sind auf jeden Fall viel zu viele. Da muss Matthias Desort und das ganze Team von Panathinaikos mehr arbeiten unterm Brett. Und jetzt schauen wir mal, dass wir geile Plätze bekommen, Leute. Leute, wir haben uns jetzt mal hier richtig zentral hingesetzt. Ich hoffe, dass wir diese Plätze behalten können. Und der nächste Maccabi-Spieler kommt rein. Leute, es ist echt einfach hier. Man weiß immer, wer reinkommt. Ratet mal, wer jetzt reinkommt. Richtig. Mitoglu. Leute, 2007 muss es so krass gewesen sein, als Athen in der eigenen Halle Champion geworden ist. Also wirklich. Ich war zu dem Zeitpunkt übrigens 7 Jahre alt. Wahrscheinlich in noch keinem fähigen Alter hier zu sein, auf jeden Fall. Hi. Hi, my friend. How are you? I'm good. What about you? I'm watching your videos on YouTube. Can I ask you, what do you think? Yeah, What's your okay, prediction? fine. Okay. What's your prediction? Yeah, we're gonna. Hopefully, we're gonna win by 10 plus. Hopefully. Hopefully. Und da kommt das Team aus Maccabi rein. Die werden krass ausgebuht. Und jetzt kommt Panathinaikos! Let's go! Leute, das Maskottchen von Panathinaikos, hands down das coolste Maskottchen in ganz Europa. Diese Maske ist so fresh. Leute, ihr seht, ich habe meine Hausaufgabe gemacht. Ich kann jetzt ein bisschen mitsingen. So, Tip-Off, Leute, los geht's! Ball bei Maccabi. Was macht Lorenzo Brown? Gibt ihn ab, der erste Dreier. Und der sitzt. Ah, 0:3. Kendrick Nunn. Ah, läuft. Hey! Was macht Lesort? 6 Sekunden noch. 5, 4. Wide open. Yeah! Let's go! Gut. Easy Dunk, yeah, Junge, let's go! Geht in die Zone, Pass raus, Extra Pass, Kendrick Nunn! Ja! Führung! Leute, Cohen hat schon 15 Punkte. Boah, Maccabi shootet echt die Lights out, muss man sagen. Boah, tough. Was macht Kendrick Nunn? Er verliert den Ball, Junge! Ach nee, Digga. Und der Dank, 16:21. Digga, wir müssen heute gewinnen. Guter Stil. Ganz stark, Luca Vildosa. 28:20, Ende des ersten Viertels. Leute, zweites Viertel geht gleich weiter. Panathinaikos muss besser verteidigen und nicht so auf den Ball verlieren. Es waren schon wieder 3 Turnover. So. Ja, Junge! Turnover! Wichtig von Cleveland, dass er den Ball wegwirft. Lukas. Oh! Starker Layup! Lukas geht in die Zone. Gut! Ganz stark von Kostas. Boah, nee, bitte nicht. 6 Punkte Führung wieder. Vildosa nimmt den Dreier. Oh. Wird gefoult, 3 Freiwürfe. Und Turner, wide open. Oh! Was ein Block! Kendrick Nunn ist wieder drin. Und Matthias Desort auch. Oh, und der Turnover, so ein dummer Pass. Du kannst doch nicht so einen Pass spielen, wenn Nivo in der Zone steht, Digga. 4-Point-Game nur noch. Lukas für 3. Lukas bekommt sie, nimmt den Dreier. Tie Game! 38. Timeout Maccabi! Lukas bisher auch Topscorer mit 12 Punkten. Kendrick Nunn, zu Desort. Lukas for 3. Ja! Let's go! Ich hab so einen Kopfweh! Scheiß drauf! Was macht Lukas? Oh, triggert! Oh!
Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Halbzeitstand. 12 Punkte Führung für Panathinaikos. So Leute, die erste Halbzeit ist vorbei. Was ein Game bisher wirklich. Im ersten Viertel hat Panathinaikos ein bisschen gestruggelt, aber dann kamen sie gut rein. Jetzt führen sie mit 12 Punkten, Leute. So geil wirklich, es macht so Bock. Leute, es ist echt krass, was hier abgeht. Die Fans, über die brauche ich glaube ich nicht sprechen. Die sprechen und schreien und singen für sich selber. Dass Wade Baldwin natürlich da ist, spielt Panathinaikos übelst in die Karten. Aber mir soll es recht sein. Ich hole mir jetzt noch so ein paar solche Dinger und dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit, Leute. So Leute, zweite Halbzeit läuft. Gibt jetzt das Lukas rauszunahmen. In die Zone. And one! Let's go! Komm, Junge, let's go! Er wird so ausgebuht, Midrange. Boah. Digga. Lorenzo Brown ist so ein abgezockter Motherfucker, Digga. Das ist echt krass. Lorenzo Brown gibt ihn ab zu Blatt für 3. Der ist ein Shooter. Der ist ein Shooter. Lukas. Let's go! Lukas mittlerweile mit 20 Punkten. Was ein Game von ihm. Boah, wide open. Bang, bang. Lukas. Wow, oh mein Gott. Und der Putback! Let's go! Putback dann von Kostas. 9 Sekunden noch. Ende des dritten Viertels. 11 Punkte Führung. Da seht ihr das Head-to-Head-Duell. Kostas Lukas mit 22 Punkten. Lorenzo Brown mit 14. So Leute, viertes Viertel läuft. Jetzt zählt. Boah, shit, Digga, den habe ich gar nicht mitbekommen. What the fuck? Was ein Dank von Cleveland. Oh, Leute, 7 Punkte nur noch. Timeout für Panathinaikos. Wenn Panathinaikos jetzt verliert, dann war es mit Euroleague und Final Four. Wundervoll. Wundervoll, Leute. Es sieht so schön aus. Ein Meer voller winkender Hände. Es hat auch ein bisschen was Romantisches. Cleveland. Digga, es ist viel zu einfach. Leute, was passiert hier gerade? 3-Point-Game. Resort wird gedoppelt. Punkte, easy Punkte. Richtig. Jerry Grant, was macht er? Oh mein Gott, guter Pass. Und der Block, aua. Und der Dunk mit dem Dunk, Digga. Let's go. Leute, ich sage euch, Ataman schwitzt gerade seinen Arsch ab. Im Postgame-Interview hat er gesagt, wenn sie nicht ins Final Four kommen, dann ist er nicht mehr Trainer nächste Saison. Er schwitzt gerade um seinen Arsch. Mit den Dreier. Oh nee, doch nicht. Pass raus. Für 3. Ja! Ja! Let's go! 12 Punkte Führung. Hey. Da fliegt sogar das Popcorn rum. Lukas mit 24 Punkten. Lesort mit 6 Rebounds. Lukas mit 4 Assists. Monster-Game von Lukas bisher. Ich glaube, was ihr gerade gehört habt, ist eine Beleidigung. Irgendwas mit Brutana. Keine Ahnung. Ausgewechselt. Alle applaudieren. Zu Cleveland in der Corner. Der ist nicht drin. Boah, gut von Nibu. Technisches gegen Nibu. Technisches Foul gegen Nibu. Und er regt sich auch noch beim Schiri auf. Und Lukas wird ausgewechselt. Alle applaudieren. Das ist Lukas. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. 4 Sekunden. Und der Block. Und der Block. It's over.
It's over! Leute, bei 1000 Likes komme ich wieder hierher zu Game 5. Was ein Game, Leute, wirklich. Unnormal. Und diese Fans, Digga, Alter, Leute, alles an diesem Video war perfekt. Alles. Boah, Digga, ich bin so glücklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Leute. Die Serie ist ausgeglichen, 1:1. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert gerne was. I know you, bro. You know me, bro. You know me so, man. Let's go, let's go. Ja, Leute, was soll ich sagen? Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich gehe jetzt nach Hause, schneide das Video für euch und dann sehen wir uns wieder. Peace.